Ist das Rad hier vielleicht der Hidden Champion unter den E-Enduros da draußen? Wir testen heute 25 Kilogramm brachiale Power auf heimischen Trails, nutzen den Federweg von 170 mm beim Bergabfahren und den Bosch CX-Motor beim Bergauffahren. Hier in der Top-Version für euch das NoPogo 3000R von Centurion. Viel Spaß mit euch. Es gibt so Marken, die liefern einfach ab, machen aber nicht einen riesen Bohai drumherum. Diese Marken gibt es zum Beispiel in Deutschland zuhauf und auch Centurion gehört dazu. Mit dem NoPogo hat sich Centurion seit 1997 in der Fully-Mountainbike-Szene einen Namen gemacht und natürlich auch ein E-MTB daraus gebaut. Neben dem brachialen 85 Newtonmeter von Bosch gibt es auch noch eine Variante, die mit einem Light-EMTB-Motor ausgestattet ist und die hört auf den Namen SL. Wir widmen uns jetzt aber der Top-Version, die mit 25 Kilo, einem Alurahmen und 170 mm ausgestattet ist. Außerdem haben wir hier noch eine Lichtanlage mit einem Frontscheinwerfer von Supernova dran verbaut und irgendwie haben wir uns am Anfang des Tests schon gewundert, wo sollen wir das Rad einordnen? Ist es eher so ein Tourenrad, mit dem man gemütlich am Fluss entlang fährt und ab und zu mal einen Feldweg damit rippen möchte? Oder kann es auch mal wirklich in einem Bikepark ausgefahren werden? Zum Glück finden wir hier in unserem Testgebiet beides. Wir haben zum einen Kieswege, die wir das Rad jetzt mal hoch und runter schicken werden. Hier gibt es Kurven, hier gibt es kleine Sprünge, hier gibt es Drops und all das soll dieses Rad ja auch können. Wir werden es zusammen heute herausfinden. So, jetzt sind wir hier fast mühelos im Turbo hochgeboostet und können uns innerlich dann schon auf den Run runter konzentrieren. Wollen wir mal sehen, ob das NoPogo uns abwirft oder nicht. Lieber nicht. Da vorne ist der Trail-Eingang. Let's fetz! Die Linienführung ist geprägt von einem eher kantigen Unterrohr und einem dafür ein bisschen filigraneren Oberrohr, das sich nach hinten hin zum Sitzrohr verjüngt. Und der Hinterbau setzt sich dann nochmal farblich vom vorderen Rahmendreieck ab. Außerdem fällt auf, wir haben eine Lampe vorne von Supernova, hinten von Centurion und auch die beiden Rückleuchten sind so positioniert, dass jetzt da kein Matsch oder irgendwie Dreck vom Fahren draufkommt. Und am Straßenverkehr ist auch immer cool, wenn man zwei Leuchten hinten hat, statt nur einer. Erhöht die Sichtbarkeit. Was mich ziemlich begeistert ist immer, wenn der Akku von dem E-Bike-Motor dann auch benutzt wird, um dann Elektronik mit anzusteuern. Das heißt, es wird ein bisschen leichter für den Fahrer oder die Fahrerin, dass er nicht tausende Akkus an dem Rad laden muss. Und hier sind sowohl die beiden Rückleuchten als auch die Frontleuchte von dem internen Bosch InTube-Akku mit 8800 Wattstunden gespeist worden. Gebremst wird hier mit den Shimano Deore XT Bremshebeln und den Bremsen, die auf 4 Kolben zurückgreifen. Die fühlen sich sowohl am Finger ziemlich wertig an, als auch in der Bremskraft. Denn die bremsen tatsächlich wie ein Anker und können gleichzeitig super gut dosiert werden. Und das macht richtig Spaß und gibt Sicherheit, wenn es mal mega steil wird. Passt auch sehr gut zum Trailfahren, genauso wie die 12-Gang-Schaltung, die man beim steilen Bergauffahren zu schätzen lernt. Dazu muss man sagen, das ist jetzt das Topmodell und trotzdem findet man hier eine mechanische Schaltung. Ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, denn bei den mechanischen Schaltungen weißt du zumindest, wie du die reparieren musst. Und wenn mal irgendwas kaputt geht, dann wird es auch ein bisschen billiger. Außerdem frisst dir das nicht zusätzlich den Akku leer. Deswegen kann man das auch durchaus mal positiv hervorheben. Und ich finde, ich habe jetzt zumindest beim Fahren überhaupt nichts Negatives feststellen können, was jetzt eine elektronische Schaltung so viel besser macht. Was mir beim Testen hier mega viel Spaß gemacht hat an dem Rad und was auch mein persönliches Highlight ist einfach die vordere Gabel und auch der Dämpfer. Das funktioniert einfach krass gut. 170 mm werden einfach nicht so schnell durchgeschlagen und selbst wenn du mal irgendwo dagegen springst oder einfach irgendwie ins Leere droppst, diese Federung fängt einen immer noch sanft auf, sodass der Rebound, also wie das Rad wieder zurückschnalzt, wie so ein Pogo-Stick, so sanft bleibt, dass es sich eben nicht anfühlt wie ein Pogo-Stick.
was ein bisschen ähnlich ist wie bei einem Pogo-Stick. Bei dem Pogo-Stick steht man ja fast mit beiden Füßen direkt nebeneinander. Hier hat man sehr kurze Kurbellängen mit 165 mm, was natürlich dafür sorgt, dass man auch im eingefederten Zustand nicht beim Treten unten an Wurzeln oder kleinen herausstehenden Steinen hängen bleiben soll. Auch steile Abfahrten über Stufen fühlen sich sehr kontrollierbar an, weil durch die Federung Vorderrad und Hinterrad permanent Bodenhaftung gehalten. Dieses E-Bike-Konzept lebt vom Bosch CX-Motor. Der eigens von Bosch entwickelte EMTB-Modus unterscheidet sich drastisch von den anderen Modi. Der darunterliegende Tour-Modus macht auch in der Ebenen genug Spaß, dass man halt auch mal viel selber treten kann, aber halt dann doch auch ins Schnaufen kommt. Und der über dem EMTB-Modus liegende, also ganz starke Modus, der lässt sich einfach mal so eine Waldautobahn einfach hochfliegen, egal wie steil es ist, gefühlt. Wenn du mit dem EMTB-Modus fährst, merkst du schnell, dass die Abstimmung komplett anders und auch irgendwie natürlicher ist als mit den anderen Modi. Die Sensorik springt auf feinfühligere Veränderungen von deiner Trittfrequenz, von deinem Drehmoment an. Die schaut auch, dass du nicht über Hindernisse drüber geschoben wirst. Das heißt, der Nachlaufmoment ist etwas kürzer und auch die brachiale Power hier von den 85 Newtonmeter kommt wohl dosierter aufs Hinterrad an. Das heißt, selbst wenn du mal irgendwelche kniffligen Passagen hochtänzelst oder im Wheelie irgendwie fährst, reicht eine kleine Veränderung des Drucks auf dem Pedal und das Rad reagiert so, wie es eben ein unmotorisiertes Rad tun würde. Die riesige 800 Wattstunden Akkugröße ist ja hier unten im Unterrohr hinter dieser Plastikabdeckung versteckt, mehr oder weniger. Wenn man die Plastikabdeckung entfernt, sieht man dann auch, wie die einzelnen Zellen drin liegen. Diesen InTube-Akku kann man dann aus dem Rahmen entnehmen oder man lädt das Ganze hier bei dieser Ladebuchse im Sitzrohr. Weitere Details an dem Rad sind hier dieses herausstehende Logo von Centurion, wirkt wertig, aber vor allem wichtig, glaube ich, im Falle eines Plattens habt ihr hier auch noch mal eine Werkzeugtasche mit einem Schlauch drin. Passt dann entweder vorne oder hinten, wahrscheinlich eher hinten, denn ihr habt hier einen Mallet-Aufbau, sprich vorne 29 Zoll und hinten eine kleinere Laufradgröße mit 27,5 Zoll. Hinten am Hinterrad geht es dann mit Details weiter. Hier haben wir so einen Mini-Fender, der den gröbsten Schlamm von dem Rad dann weghält. Wichtiger als den Mini-Fender finde ich allerdings hier das Feature, dass hier Lufteinlässe bei dem Motor angebracht worden sind. Das sieht nicht nur sportlich aus, sondern sorgt auch dafür, dass bei heißen Tagen und langen Anstiegen die Motorkühlung einfach noch effizienter ist und dadurch der Motor nicht mit Überhitzung zu kämpfen hat und damit mit voller Leistung lange Zeit anschieben kann. Insgesamt gibt es das Rad in 4 verschiedenen Größen, wobei ich jetzt bei 1,80 Meter und einer Schrittlänge von 83 cm bei M rausgekommen bin. Und mir persönlich passt das Rad ziemlich gut. Auch wenn ich es ein sehr langes Rad finde, wirkt das Rad ein bisschen wendiger, weil das eher kürzere Heck dem langen vorderen Teil mit dem flachen Lenkwinkel schön folgt in Kurven. Es ist ein Rad, was eher schnell gefahren werden will, wenn es mal ruppig wird, als langsam und technisch. Weswegen man da auch vielleicht eher mit dem Gewicht ein Auge zudrücken kann. Denn das ist beim Bergabfahren mit viel Schwung dann eher ein Vorteil. Was mich echt überrascht hat, wie gut sich dieses Rad tatsächlich springen lässt. Man kann sogar am Absprung leicht Bunny hoppen und der Pop, den man über diesen Viergelenker hier hinten, diesen Horstlink ausüben kann, der ist so fein zu dosieren. Da haben echt viele leichtere Räder mit anderen Aufhängungen und anderen Dämpfern wirklich Probleme gemacht in letzter Zeit. Das hat mich bei dem Rad wirklich gefreut und auch nochmal gezeigt, wie viel Ingenieurskunst auch unser Hidden Champion aus Germany, Centurion, einfach in sich trägt und einfach auch zeigt, ja, Centurion kann es mit Specialized und Track aufnehmen. Hier die Top-Version kostet 7.200 € und das kann man dann schon als gerechtfertigt einstufen. Ob da jetzt unbedingt diese ganzen Details wie der Schlauch, der Mini-Fender und die Beleuchtung sein müssen, das sei mal dahingestellt, aber das ist ja wie immer Geschmackssache.
Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Rad haltet. Und vielen Dank an Holger fürs Filmen von dem Video. Vielen Dank an Centurion fürs Stellen von dem Rad. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.